Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde, ja ganz richtig. Heute soll es mal nicht um Taschenmesser gehen, sondern ich möchte euch mal wieder eine Uhr vorstellen. Und zwar meine neueste Errungenschaft, eine Uhr der deutschen Marke Nomos Glashütte, so wie ihr es hier schon auf diesem Uhrenkasten lesen könnt. Ich muss gestehen, dass ich mich mit der Marke Nomos erst am letzten Wochenende so richtig eingehend beschäftigt habe. Ich kannte zwar den Namen Nomos, aber war wie gesagt nicht so richtig informiert über diese Marke. Das habe ich letzten Sonntag nachgeholt und habe auf Bildern eine Uhr gesehen, die mich ganz besonders interessiert hat. Und zwar war das die Nomos Ahoy. Die Ahoy gibt es in zwei Farbvarianten, einmal mit weißem Zifferblatt und einmal mit einem sehr dunklen Ziffernblatt, das Nomos als Atlantikblau bezeichnet. Auf Anraten eines von mir sehr geschätzten YouTube-Kollegen, dem Tristano oder besser bekannt als TGV vom YouTube-Kanal The Urban Gentry, hat mir geraten, bevor ich eine Uhr übers Internet kaufe, eventuell sie mir auf alle Fälle auch vorher einmal anzusehen. Und das habe ich dann gleich am letzten Montag mal in die Tat umgesetzt und bin zu zwei Juweliergeschäften in der Bremer Innenstadt gegangen und habe mir beide Varianten dieser Uhr einmal angesehen. Und nach einigen Hin und Her habe ich mich dann auch für eine dieser beiden Varianten entschieden, nämlich für die mit dem dunkelblauen oder Atlantikblau genannten Ziffernblatt. Geliefert wird die Uhr hier in diesem relativ flachen Holzkasten, also im Gegensatz zu vielen Schweizer Uhren, die ja eher in so Lederboxen kommen, haben wir hier diese flache Variante. Geöffnet wird dieser Kasten hier über diesen kleinen Knopf und das mache ich jetzt mal. Das Innere des Kastens ist zweigeteilt. Im unteren Bereich haben wir hier noch verdeckt durch ein Nomos Glashütte Mikrofasertuch die Uhr. Da kommen wir gleich zu. Und im oberen Teil befindet sich hier dieses kleine in Leinen gebundene Büchlein. Und dieses Buch enthält neben den Garantieinformationen auch noch weitere Informationen zu den Nomos Glashütte Uhren. Zum Beispiel sind hier die einzelnen Modelle abgebildet. Es gibt Hinweise zu den unterschiedlichen Uhrwerken von Nomos. Und im hinteren Bereich sind dann auch noch mal einige Besonderheiten der Nomos Uhren erklärt, auf die ich dann später noch mal genauer zu sprechen komme. So, aber jetzt ein Blick auf die Uhr. Enthüllen wir sie mal. Da liegt sie vor uns und wie ihr an den Reflexionen schon erkennen könnt, zeigt sich hier auch die Besonderheit des dunkelblauen oder atlantikblauen Ziffernblatts. Während es normalerweise schon fast schwarz erscheint, reflektiert es aber dennoch blaues Licht, wenn es direkt angestrahlt wird. Diese blauen Bereiche, die sich hier jetzt abzeichnen, die kommen von meinen beiden Videoleuchten, die jetzt hier direkt auf die Uhr scheinen und somit hier in diesen Bereichen dann eben auch dieses blaue Licht reflektieren. Bevor ich aber näher auf die Uhr eingehe, noch ein Hinweis hier auf das zweite Armband in diesem Kasten. Ich habe diese Uhr tatsächlich mit zwei Armbändern bekommen. Neben diesem Standard Textilband, dieses geflochtene Band, das so ein ganz klein bisschen an die Perlonbänder der 70er und 80er Jahre erinnern, erhielt ich darüber hinaus noch ein Nomos Lederarmband. Das Besondere an diesem Band ist, dass es aus Pferdeleder gemacht ist, aus sogenanntem Shell Cordovan Leder. Das ist ein Leder, das aus der Kuppe des Pferdes gewonnen wird und pro Pferd können maximal zwei etwa DIN A3 große Lederstücke herausgeschnitten werden, die sich für diese Art der Verarbeitung eignen. Und das erklärt auch den relativ hohen Preis für diese Armbänder, der zurzeit bei etwa 80 € liegt. Das Besondere an diesem Pferdeleder ist außerdem, dass es einen sehr hohen Fettgehalt hat und damit zum Beispiel auch sehr wasserresistent ist. So, aber jetzt endlich einen genauen Blick auf die Uhr.
Hier haben wir jetzt das gute Stück und hier könnt ihr jetzt nochmal erkennen, wie das Ziffernblatt normalerweise aussieht bei normalen Lichtverhältnissen. Und jetzt gucke ich mal, ob ich hier eine meiner Videolampen einfangen kann. Und ihr seht schon, wenn dann das Licht voll auf das Ziffernblatt trifft, dann kommt es tatsächlich zu diesen blauen Reflexionen. Das heißt, das Ziffernblatt wirft ein blaues Licht zurück. Bei der Nomos Ahoy handelt es sich um eine Automatikuhr, um die, ich sag mal, robusteste und sportlichste Uhr aus der Nomos-Kollektion und die einzige Nomos-Uhr, die mit einer Wasserdichtigkeit von 20 Atmosphären angegeben ist. Kurz zu den technischen Daten der Uhr. Der Durchmesser beträgt 40 mm, wirkt allerdings größer aufgrund des sehr schmalen Randes. Die Höhe der Uhr beträgt etwa knappe 11 mm, 10,6 oder 10,65 mm Höhe und der Abstand zwischen den Anstößen liegt bei knappen 5 cm. Auch das trägt dazu bei, dass diese Uhr am Handgelenk größer wirkt, als sie tatsächlich ist. Das Gewicht der Uhr beträgt inklusive des mitgelieferten Textilarmbands nur ganze 68 Gramm. Ziffern, Indexe, genau wie der Markenname und der Hinweis Made in Germany, sind in einem hellbraunen Ton gehalten, der je nach Lichteinfall ins Bronzefarbene geht. Die Zeiger sind mit hellblauen Superluminova ausgelegt und sorgen auch bei Dunkelheit für eine gute Ablesbarkeit, die etwa 6 Stunden lang anhält. Außerdem sind hier die Stundenindexe ebenfalls mit Superluminova ausgelegt, allerdings nur in einem sehr geringen Maße, so dass die Indexe nur kurze Zeit nachleuchten. Im unteren Bereich der Uhr haben wir die Anzeige für die Sekunden und ein besonderes Highlight hier ist der in Rot gehaltene Sekundenzeiger. Ungewöhnlich ist vielleicht auch das recht große Datumsfenster hier auf der 6 Uhr Position, das vielleicht für den einen oder anderen etwas verwirrend erscheinen mag, denn wenn man jetzt mal auf das Ziffernblatt guckt, dann wirken im ersten Moment die 12 vom Datum her und die 12 hier oben fast gleichwertig groß, was allerdings auch zur guten Ablesbarkeit des Datums beiträgt. Die Krone der Nomos trägt den Firmennamen, ist verschraubt und verfügt hier über diesen Flankenschutz. Über die Krone lässt sich die Uhr auch per Hand aufziehen. Außerdem verfügt sie auch über einen Sekundenstopp. Das Edelstahlgehäuse der Ahoy ist poliert und erinnert von der Form her sehr stark an die Schwestermodelle Tangente und Tangomat. Das Glas besteht aus Saphir und ist leicht gewölbt. Ebenfalls aus Saphir besteht der Sichtboden, der mit 6 Schrauben verschraubt ist. Er gibt den Blick auf das in meinen Augen sehr, sehr schön verzierte Manufakturkaliber Zeta frei. Hier nochmal eine Makroaufnahme des Uhrwerks. Wir erkennen hier die Angabe 26 Steine in Gold ausgelegt, genauso wie der Namensschriftzug Nomos Glashütte auf dem Rotor mit den 2 Fenstern. Was wir hier durch das Fenster nicht erkennen können, ist die Besonderheit der Datumskomplikation, während andere Hersteller das Ganze dadurch lösen, dass sie eine weitere Lage einbauen, um das Datum darstellen zu können, hat sich Nomos dafür entschieden, bei seinen Automatikkalibern mit Datumsfunktion hier außen herum einen Datumsring anzubringen, so dass sich die Gesamthöhe des Laufwerks nicht verändern muss. Weiter erkennen wir hier die Glashütter 3/4 Platine mit dem Glashütter Sonnenschliff. Alle Werksoberflächen sind
routiniert und das Sperr- und Doppelrad hier verfügen über den Glashütter Sonnenschliff. Die Gangreserve des SETA-Uhrwerks liegt bei 42 Stunden und damit eine Stunde niedriger als bei dem Modell ohne Datumsfunktion. Außen auf dem spiegelpolierten Kranz hier befindet sich der Hinweis geschütztes Modell Ahoi, Edelstahl, wasserdicht bis 200 Atmosphären. Eine Besonderheit bei Nomos ist die Datumseinstellung. Wir haben hier keine Möglichkeit, das Datum über die Krone einzustellen, indem wir sie verschieden weit herausziehen, so wie es bei vielen anderen Uhren der Fall ist, sondern die sogenannte Rapid Datumsfunktion wird bedient, indem die Zeiger zwischen der 9 Uhr und der 1 Uhr Position bewegt werden. Ich mache das jetzt mal. Zunächst ziehe ich die Krone ganz raus. Wir sehen, die Uhr ist jetzt angehalten. Sie verfügt also auch über einen Sekundenstopp. Und wenn ich das Datum jetzt verstellen will, drehe ich die Uhr vor und lasse sie dann zwischen der 9 und der 1 Uhr Position laufen. Und ihr seht jetzt hat sich das Datum auf 13 verändert. Möchte ich jetzt noch einen weiteren Tag hinzufügen, gehe ich wieder auf die 9 Uhr Position, drehe wieder vor und jetzt springt die Uhr auf 14. Und so geht das Ganze weiter. Das heißt, man muss nicht immer die vollen 12 Stunden bewegen, um hier das Datum zu verstellen. Ja, mir persönlich wäre es natürlich lieber gewesen, wenn hier die Datumsfunktion auch über die Krone möglich gewesen wäre. Aber es ist eben eine der vielen charmanten Besonderheiten, die Nomos-Uhren ebenso mitbringen. Und es ist immer noch besser, als wenn man jetzt tatsächlich 12 Stunden vordrehen müsste. Abschließend nochmal ein Hinweis zu dem mitgelieferten Textilband. Es ist eine Eigenentwicklung von Nomos. Es wurde auch extra eine Faltschließe dafür angefertigt. Das Band soll sehr robust sein, sehr abriebsfest und vor allen Dingen, das ist ja bei einer Uhr, die auch eine hohe Wasserdichtigkeit mitbringt, ebenfalls wasserdicht. Und was mich bei diesem Armband ein bisschen stört, ist hier diese Klebestelle. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier im Video erkennen könnt, aber sie steht hier ein bisschen hoch und kratzt damit dann natürlich ein bisschen auf der Haut. Also für Leute, die da sehr empfindlich sind, ist es vielleicht dann nicht das richtige Band. Zum Abschluss jetzt nochmal ein Blick auf mein Handgelenk mit der angelegten Uhr. Wie ich schon bei den Abmaßen erwähnt habe, wirkt die Uhr auf mich größer als 40 mm aufgrund des sehr schmalen Rands. Also sie kann es durchaus mit meinen 42 mm Uhren aufnehmen, wenn man sie so am Handgelenk sieht. Und auch der sehr hohe Abstand zwischen den Anstößen hier lässt die Uhr meiner Meinung nach größer am Handgelenk erscheinen, als sie tatsächlich ist. Von der Höhe her geht es noch. Mit diesen knapp 11 mm wird man auch mit einem Hemd kein Problem haben. Das funktioniert eigentlich alles noch recht gut. Durch das relativ geringe Gewicht von nur 68 Gramm trägt sich die Uhr auch wirklich sehr angenehm. So, das soll es gewesen sein zu meinem leicht zu lang geratenen Video über meine neue Nomos Glashütte Ahoi. Ich hoffe, es hat euch trotz der Länge gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es bei mir heißt Moin YouTube, liebe Messerfreunde, oder vielleicht wieder Moin YouTube, liebe Uhrenfreunde. Bis dahin, tschüss!